Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Es war mitten im Winter, und große Schneeflocken fielen überall, als die Königin eines fernen Landes an ihrem Fenster saß und arbeitete. Der Fensterrahmen war aus glattem, schwarzem Ebenholz. Als sie hinaus auf den Schnee blickte, stach sie sich versehentlich in den Finger, und 3 Tropfen Blut fielen auf den weißen Schnee. Sie starrte auf die roten Tropfen im weißen Schnee und sagte: »Ich wünsche mir, meine kleine Tochter wäre so weiß wie dieser Schnee, so rot wie dieses Blut und so schwarz wie dieser Ebenholzfensterrahmen.« Und so wuchs das kleine Mädchen heran. Ihre Haut war so weiß wie Schnee, ihre Wangen waren so rosig wie Blut, und ihr Haar war so schwarz wie Ebenholz. Man nannte sie Schneewittchen. Aber die Königin starb, und bald darauf heiratete der König eine andere Frau, die die neue Königin wurde. Sie war sehr schön, aber so stolz, dass sie den Gedanken nicht ertragen konnte, dass jemand schöner war als sie. Sie hatte einen magischen Spiegel, in den sie schaute und fragte: »Sag mir, Spiegel, sag mir die Wahrheit. Von all den Damen im Land, wer ist die schönste, sag mir wer?« Und der Spiegel antwortete immer: »Du, Königin, bist die schönste im ganzen Land.« Doch mit der Zeit wurde Schneewittchen immer schöner. Als sie 7 Jahre alt war, war sie strahlend wie der Tag und schöner als die Königin. Eines Tages, als die Königin in ihren Spiegel schaute und ihre übliche Frage stellte, antwortete der Spiegel: »Du, Königin, bist schön anzusehen, doch Schneewittchen ist viel schöner als du.« Als die Königin das hörte, wurde sie sehr wütend und neidisch. Sie rief einen ihrer Diener und sagte: »Nimm Schneewittchen weit in den Wald, damit ich sie nie wiedersehen muss.« Der Diener nahm Schneewittchen mit, aber sein Herz wurde weich, als sie ihn bat, ihr Leben zu verschonen. Er sagte: »Ich werde dir nichts antun, hübsches Kind.« Er ließ sie alleine im Wald zurück, in der Hoffnung, dass sie von jemandem gefunden und gerettet würde. Die arme Schneewittchen wanderte verängstigt und allein durch den Wald. Wilde Tiere brüllten um sie herum, aber keines tat ihr weh. Am Abend fand sie ein kleines Häuschen in den Hügeln und ging hinein, um sich auszuruhen, da ihre kleinen Füße zu müde waren, um weiterzugehen. Das Häuschen war ordentlich und sauber. Auf dem Tisch lag ein weißes Tuch, 7 kleine Teller, 7 kleine Brote und 7 kleine Gläser Wein. Außerdem lagen 7 Messer und Gabeln ordentlich auf dem Tisch, und an der Wand standen 7 winzige Betten. Schneewittchen hatte großen Hunger, also nahm sie ein kleines Stück von jedem Brot und trank ein wenig Wein aus jedem Glas. Nachdem sie gegessen hatte, beschloss sie, sich hinzulegen und sich auszuruhen. Sie probierte alle kleinen Betten aus. Eines war zu lang, ein anderes zu kurz, bis schließlich das 7. genau richtig war. Sie legte sich hin und fiel in einen tiefen Schlaf. Bald kamen die Besitzer des Häuschens nach Hause. Es waren 7 kleine Zwerge, die in den Bergen lebten und nach Gold gruben. Sie zündeten ihre 7 Lampen an und bemerkten sofort, dass etwas nicht stimmte. Der erste Zwerg sagte: »Wer hat auf meinem Hocker gesessen?« Der zweite fragte: »Wer hat von meinem Teller gegessen?« Der dritte sagte: »Wer hat mein Brot genommen?« Der vierte fragte: »Wer hat meinen Löffel benutzt?« Der fünfte sagte: »Wer hat meine Gabel angefasst?« Der sechste fragte: »Wer hat mit meinem Messer geschnitten?« Der siebte Zwerg sagte: »Wer hat meinen Wein getrunken?« Dann schaute der erste Zwerg sich um und rief: »Wer hat auf meinem Bett gelegen?« Die anderen eilten herbei und riefen, dass jemand in ihren Betten gelegen hatte. Aber der siebte Zwerg entdeckte Schneewittchen und rief seine Brüder herbei, um sie zu sehen.
Sie versammelten sich staunend um sie, zogen ihre Lampen näher und riefen: »Gott sei Dank! Was für ein schönes Kind sie ist!« Sie waren so glücklich, sie zu finden, und sorgten dafür, dass sie nicht geweckt wurde. Der 7. Zwerg wechselte sich mit jedem der anderen Zwerge ab, bis der Morgen kam. Am Morgen erzählte Schneewittchen ihnen ihre Geschichte, und sie hatten Mitleid mit ihr. Sie sagten, wenn sie das Haus sauber hielt und für sie kochte und wusch, könnte sie bei ihnen bleiben, und sie würden sich um sie kümmern. Die Zwerge gingen jeden Tag zur Arbeit, um in den Bergen nach Gold und Silber zu suchen, während Schneewittchen zu Hause blieb. Sie warnten sie und sagten: »Die Königin wird bald herausfinden, wo du bist, also sei vorsichtig und lass niemanden hinein.« Aber die Königin, die dachte, Schneewittchen sei tot, glaubte, sie müsse die schönste Frau im ganzen Land sein. Sie ging zu ihrem Spiegel und fragte: »Sag mir, Spiegel, sag mir die Wahrheit. Von all den Damen im Land, wer ist die schönste, sag mir.« »Wer?« Der Spiegel antwortete: »Du, Königin, bist die schönste in diesem Land. Doch über die Hügel in grünen Schatten, wo die 7 Zwerge ihr Zuhause gemacht haben, dort versteckt sich Schneewittchen, und sie ist viel schöner, o Königin, als du.« Die Königin war sehr erschrocken, denn sie wusste, dass der Spiegel immer die Wahrheit sagte und erkannte, dass der Diener sie verraten haben musste. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass jemand schöner war als sie, also verkleidete sie sich als alte Händlerin und ging über die Hügel zum Haus der Zwerge. Sie klopfte an die Tür und rief: »Schöne Waren zu verkaufen.« Schneewittchen schaute aus dem Fenster und sagte: »Guten Tag, gute Frau. Was haben Sie zu verkaufen?« »Gute Waren, feine Waren«, antwortete die Königin, »Bänder und Spitzen aller Farben.« Schneewittchen fand, dass die alte Frau freundlich wirkte, also lief sie hinunter und öffnete die Tür. »Oh mein Gott«, sagte die alte Frau, »deine Bänder sind so schlecht gebunden. Lass mich dir mit einem meiner schönen neuen Bänder helfen.« Schneewittchen, die keine Gefahr witterte, stand vor der alten Frau. Doch die Königin band sie so fest, dass Schneewittchen nicht atmen konnte und fiel wie tot zu Boden. »Das ist das Ende deiner Schönheit«, sagte die böse Königin und ging nach Hause. Am Abend kehrten die 7 Zwerge zurück und waren am Boden zerstört, als sie ihre geliebte Schneewittchen leblos auf dem Boden fanden. Sie hoben sie auf und, nachdem sie entdeckt hatten, was geschehen war, schnitten sie das Band durch. Bald begann sie wieder zu atmen und kam schnell zu sich. Sie sagten zu ihr, die alte Frau war die Königin selbst. Sei beim nächsten Mal vorsichtig und lass niemanden herein, wenn wir weg sind. Als die Königin nach Hause kam, ging sie sofort zu ihrem Spiegel und fragte erneut, aber zu ihrem großen Bedauern antwortete er: »Du, Königin, bist die schönste in diesem Land, doch über die Hügel im grünen Schatten, wo die 7 Zwerge ihr Zuhause gemacht haben, dort versteckt sich Schneewittchen, und sie ist viel schöner, o Königin, als du.« Das Herz der Königin erfüllte sich mit Wut und Hass, als sie hörte, dass Schneewittchen noch lebte. Sie kleidete sich erneut, diesmal in einer anderen Verkleidung, und nahm einen vergifteten Kamm mit sich. Als sie die Hütte der Zwerge erreichte, klopfte sie an die Tür und sagte, schöne Waren zu verkaufen. Doch Schneewittchen antwortete, ich kann niemanden hereinlassen. Die Königin sagte, schau dir nur meine schönen Kämme an, und reichte ihr den Vergifteten. Er sah so hübsch aus, dass Schneewittchen ihn aufhob und in ihr Haar steckte. Doch sobald er ihren Kopf berührte, trat das Gift in Kraft, und sie fiel ohnmächtig zu Boden. »Jetzt kannst du da liegen«, sagte die Königin und ging. Zum Glück kamen die Zwerge an diesem Abend früher nach Hause. Als sie Schneewittchen auf dem Boden liegen sahen, ahnten sie, was geschehen war, und fanden schnell den vergifteten Kamm.
Nachdem sie ihn entfernt hatten, erholte sie sich und erzählte ihnen alles, was passiert war. Sie warnten sie erneut, niemanden die Tür zu öffnen. Inzwischen ging die Königin nach Hause zu ihrem Spiegel, zitternd vor Wut, als sie dieselbe Antwort wie zuvor erhielt. Sie erklärte, Schneewittchen wird sterben, selbst wenn es mich mein Leben kostet. Also ging sie in ihr Zimmer und bereitete einen vergifteten Apfel vor. Die Außenseite sah sehr verlockend aus, aber wer ihn kostete, würde sicher sterben. Dann verkleidete sie sich als Bäuerin und machte sich auf den Weg über die Hügel zur Hütte der Zwerge, klopfte an die Tür. Schneewittchen spähte aus dem Fenster und sagte, ich kann niemanden hereinlassen, denn die Zwerge haben mir gesagt, ich soll das nicht tun. Mach, wie du willst, sagte die alte Frau, aber bitte nimm diesen schönen Apfel. Ich gebe ihn dir. Nein, sagte Schneewittchen, ich kann ihn nicht annehmen. Du dummes Mädchen, antwortete die Königin, wovor hast du Angst? Denkst du, er ist vergiftet? Komm, du isst die eine Hälfte und ich die andere. Der Apfel war so präpariert, dass eine Seite sicher war, während die andere vergiftet war. Schneewittchen wurde verführt, weil der Apfel so köstlich aussah, und als sie sah, wie die alte Frau hineinbiss, konnte sie nicht länger widerstehen. Doch sobald sie einen Biss nahm, fiel sie tot um. Diesmal wird dich nichts retten, sagte die Königin und kehrte nach Hause zu ihrem Spiegel zurück. Endlich sagte er, du Königin bist die Schönste unter den Schönen. Und ihr böses Herz war voller Freude. Als der Abend kam und die Zwerge nach Hause zurückkehrten, fanden sie Schneewittchen leblos auf dem Boden liegen. Sie fürchteten, sie sei tot. Sie hoben sie auf, kämmten ihr Haar und wuschen ihr Gesicht mit Wein und Wasser, aber nichts half. Sie schien leblos. Also legten sie auf eine Bahre und trauerten 3 ganze Tage um sie. Sie dachten daran, sie zu beerdigen, aber ihre Wangen waren noch rosig und ihr Gesicht sah so aus wie zu Lebzeiten. Sie sagten, wir können sie nicht in die kalte Erde begraben, also machten sie einen Glaskasten für sie, damit sie weiterhin sehen konnten, und schrieben ihren Namen in goldenen Buchstaben, dass sie eine Königstochter war. Der Sarg wurde auf einem Hügel aufgestellt, und einer der Zwerge saß immer daneben, um über sie zu wachen. Vögel in der Luft kamen, um Schneewittchen zu trauern. Zuerst eine Eule, dann ein Rabe, und schließlich setzte sich eine Taube neben sie. Schneewittchen lag dort lange und sah aus, als würde sie schlafen. Sie blieb so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Schließlich kam ein Prinz vorbei und besuchte das Haus der Zwerge. Er sah Schneewittchen und las, was in goldenen Buchstaben geschrieben stand. Er bot den Zwergen Geld an und bat sie, ihn zu lassen, sie mitzunehmen, aber sie sagten, wir werden uns nicht von ihr trennen, selbst für all das Gold der Welt. Schließlich hatten sie Mitleid mit ihm und erlaubten ihm, den Sarg mitzunehmen. Doch als er ihn anhob, fiel ein Stück des vergifteten Apfels von ihren Lippen, und Schneewittchen wachte auf und fragte, »Wo bin ich?« Der Prinz antwortete, »Du bist in Sicherheit bei mir.« Er erzählte ihr alles, was geschehen war, und sagte, »Ich liebe dich mehr als alles in der Welt, also komm mit mir in den Palast meines Vaters, und du wirst meine Frau sein.« Schneewittchen stimmte zu und ging mit dem Prinzen nach Hause, wo sie eine große und prächtige Hochzeit vorbereiteten. Unter den Gästen war Schneewittchens alte Feindin, die Königin. Während sie sich in ihre feinen Kleider kleidete, schaute sie in den Spiegel und fragte, »Sag mir, Spiegel, sag mir die Wahrheit. Von all den Damen im Land, wer ist die Schönste, sag mir.« »Wer?« Der Spiegel antwortete, »Du, Dame, bist hier die Schönste, das glaube ich. Doch viel schöner ist die neu gemachte Königin.« Als sie das hörte, erfüllte sie Wut,
aber ihr Neid und ihre Neugier trieben sie dazu, die Braut zu sehen. Als sie ankam und sah, dass es Schneewittchen war, von der sie dachte, sie sei schon lange tot, erstickte sie vor Wut und fiel tot um. Doch Schneewittchen und der Prinz lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage und regierten viele Jahre über das Land. Manchmal besuchten sie die kleinen Zwerge, die so freundlich zu Schneewittchen in ihrer Not gewesen waren. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.